Wir hatten darüber gesprochen, wie ineffizient sind Menschen, die versuchen, das zu tun, was die Bienen für umsonst tun. Und ich denke auch immer, was muss so ein armer, unterbezahlter Arbeiter, der da den ganzen Tag Pollination gespielt hat, abends erzählen? Ja? Was machst du den ganzen Tag? Ja, ich hüpfe von Blüte zu Blüte. Und es ist so absurd und gleichzeitig so wichtig, dass wir darüber sprechen. Josef, du bist mit 7 Jahren hier im Lande schon auffällig geworden als Insektensammler. Was hat dich da so fasziniert von dieser Gattung? Also hier im Lande heißt Bayern in diesem Falle. Ich komme aus Marktoberdorf, so zur Orientierung, beide Schwaben, also so zwischen Bayern und Schwaben liegend, je nach Sichtweise verschieden. Ich wurde auffällig, ja, indem ich halt Insekten sammelte im Alter von 6, 7 Jahren. Und das war im Prinzip dem geschuldet, dass von meinem kleinen Weiler, in dem ich wohnte, nicht allzu viel sonst geboten war im Sommer in den Ferien, muss was machen. Die Mutter fand es gut, dass der Junge was Vernünftiges zu tun hat. Er geht raus, guckt sich die Natur an, macht sonst keinen Scheiß. Das war im Prinzip diese Logik dahinter. Weshalb ich auch diese Freiheit hatte, das zu machen. Und wir haben ein schönes Bild von dir, wie du als Hippie ausgesehen hast. Darf ich um das nächste Bild bitten und den Präsenter am liebsten? Ach so, genau. Das ist What You Need to Know und What You Want to Hear. Wir reden jetzt über What You Need to Know. Nächstes Bild. Das ist... Stell dich einmal kurz daneben, das ist der Hippie Inside Sepp Settele. Es hat so ein bisschen was von Tintin, oder? Da gab es auch immer einen, der mit dem Köcher unterwegs war. Genau. Das war 1985, schon ein paar Tage her, und nicht im Allgäu, sondern auf den Philippinen. Ich habe über Reis promoviert, als Agrarwissenschaftler bin ich eigentlich. Von der Hintergrund Insekten- und Agrarwissenschaften. Ja. Diese vom Spinnerten zum Gesicht des Artenschutzes. Weil genau darum geht es, wenn wir über diese Herzensthemen von uns allen hier sprechen, dass wir rauskommen aus dieser Spinnerecke. Ja, weil lange hat man sich darüber lustig gemacht, das sind die Bäume umarmen, das sind die Leute, die Krötentunnel bauen. Und das ist wirklich, und danke auch Maria, dass du die medizinische Dimension davon angesprochen hast. Auch Günter Tallinger, ja, von all dem, was uns die letzte Pandemie gekostet hat, bräuchten wir nur 1% dieses Geldes, um die nächste zu verhindern. Und wir kriegen es nicht gebacken, ein ernsthaftes Businessmodell für Prävention von Katastrophen zu bauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass hier diese ganzen verschiedenen Bubbles einmal zusammenkommen, von der Wissenschaft bis hin zur Politik und der Wirtschaft. Und darüber wollen wir auch sprechen, warum es so wichtig ist, dass Wissenschaftler wie du auch nicht nur zu den großen Konferenzen gehen, sondern auch mit der Politik bis hin zum Niederösterreichischen Jagdverband sprechen, denn diesem Mann und seiner Hintergrundarbeit, genauso wie Martin Stuchler, ist es zu verdanken, dass das Nature Restoration Law überhaupt wirklich auf dem allerletzten Meter mit abgesegnet wurde und wahrscheinlich das wichtigste Gesetz der letzten 5 Jahre in Europa. Also herzlichen Dank für alle, die im Hintergrund daran gearbeitet haben. Also mitgearbeitet, ganz, ganz viele Menschen waren es letztlich gewesen. Es ist kein Einzelner herauszustellen, es sind ganz viele, die das gemacht haben, das sich als Team, Wissenschaftler genauso wie Landwirte, also es geht querbeet eigentlich, auch quer durch die Parteien. Es war nicht nur eine Partei dafür oder dagegen, es war zum Teil sehr gemischt, auf europäischer Ebene zumindest. National in Deutschland war es ein bisschen einfacher strukturiert im Sinne von Fraktionsdisziplin etc. Ja. Ich habe gerade erfahren, das ist eigentlich ein Touchscreen. Auf gut Deutsch, wir haben keinen Präsenter. Ich mache mal so. Und dann wechselt das Bild, Magic. Genau. Oh. Das sind die ganzen Reports, an denen du mitgearbeitet hast. Ah, Günther hat ihn geklaut. Dankeschön. Dann gehen wir noch ein Bild zurück. Wir alle haben einen Fußabdruck, der ist so hoch. Wir alle haben einen Handabdruck. Wir können Dinge ins politische Handeln bringen. Das ist das Allerwichtigste. Und eine Dimension, die auch für diese vorbereitende Kuratoren ganz wichtig war, ist Herzabdruck. Und deswegen zeige ich euch ein Bild, bei dem ich immer fast heulen könnte, wenn ich es sehe, weil es so verdammt schön und zerbrechlich ist. Dieser Schmetterling, was sucht der am Auge von der Schildkröte? Was glaubt ihr? Der sucht die Träne von ihr. Ist das nicht herzzerreißend? Warum? Ihr kennt das, wenn ihr wandern geht, dann kommen die Ziegen und lecken an den Händen. Warum? Weil da Salz dran ist. Genau, Wolfgang Hecke weiß das natürlich. Aber Salz ist kostbar. Und gerade in den nährstoffarmen Regionen, zu denen dann kurioserweise auch Regenwald gehört, holt sich dieses Insekt die Mineralien, die es braucht, an der Stelle, auf das die Evolution über Millionen Jahre hingebracht hat. Und es gibt ja sogar eine eigene Gattung dafür, oder? Ja, es gibt eine Gruppe von Nachtfaltern, die sind alle
Tränen fressen, also ich sag mal Lacrimophag, so heißt das Ganze. Also Nachtfalter, die speziell nur Tränen als Nahrungsbasis haben, auch zum Menschen gehen, auch zu Tieren. Und da gibt es einen Spezialisten, für einen Forscher, der ein ganzes Buch gemacht hat, wo es nur um Tränen als Nahrungsquelle für Nachtfalter geht. Ein völliger Freak, auch ein Spinner, im positivsten Sinne natürlich. Ne? Und genau solche Bilder brauchen wir in der Kommunikation. Warum? Weil, das haben wir bei Klima gesehen. Wir haben ewig geredet über Dinge, die uns emotional distanziert haben. Wir haben geredet über Atmosphärenchemie, über Bangladesch, über den Eisbären, über Polarregionen und irgendwann in der Zukunft könnte das mal ein Problem werden. Und wir sollten beim Thema Artenschutz nicht die gleichen Kommunikationsfehler machen, die wir die letzten 50 Jahre bei Klima gemacht haben. Und deswegen diese Session mit ganz vielen hoffentlich praktischen Hinweisen. Denn eine der bittersten Erkenntnisse für mich, der ich tatsächlich Wissenschaftskommunikation studiert habe, ist dieser Satz: Research shows that showing people research does not work. Nur weil wir immer mehr veröffentlichen, verändert sich nichts. Ich bin Mitglied im Club of Rome. Seit 50 Jahren haben wir diesen Grenzen des Wachstums Bericht. Dass unendliches Wachstum auf einer endlichen Erde keine gute Idee ist, ist eigentlich ein No-Brainer. Wir hatten Heumer von Ditwood, wir haben dann aber auch erlebt, wie gerade die fossile Mafia gezielt Desinformationen startete, um Wissenschaft zu diskreditieren. Wenn wir uns fragen, was ist in den letzten 50 Jahren nicht vorangegangen, müssen wir auch klar darüber reden, wer hat denn ein Interesse daran. Eine Industrie, die jeden Tag 3 Billionen reinen Gewinn macht, lässt sich nicht so einfach aushebeln. Wer ist denn der Villain, wer ist denn the bad guy bei Biodiff? Kann man das auch so klar benennen? Eigentlich nicht. Also erstmal ist es Konsens, egal wie man fragt, dass Biodiff wichtig ist. Wir leben davon natürlich, wir ernähren uns von Biodiversität, Pflanzen, Tiere bei Nicht-Vegetariern. Und von daher sind eigentlich alle dafür, wenn man sie fragt, Biodiff zu erhalten. Also das Problem ist nicht das Ziel, das Problem ist der Weg, wie so häufig. Ziel sucht Weg, hat Fritz Habekus mal geschrieben in der Zeit. Genau das ist das Problem, was wir haben. Das Ziel ist klar, wir wollen es erhalten. Und es gibt ganz verschiedene Meinungen dazu. Markus Söder war ein Beispiel dafür, das Thema Biomasse, wie er es erwähnt hat, das sehe ich ganz anders, aber es ist nur ein Beispiel rausgegriffen aus vielen anderen. Das heißt, es gibt nicht den Feind der ganzen Geschichte. Es geht einfach darum, wer hat welche Interessen, die dem Ganzen vielleicht abtrünnig sind, gemeinsam das Ziel wirklich zu erreichen. Wer von euch kennt den Film Don't Look Up? Einmal kurzes Handzeichen. Wer ihn noch nicht kennt, guckt ihn. Es ist so gruselig, dass ich manchmal nicht wusste, soll ich jetzt lachen oder weinen. Ich habe 5 Jahre eine Talkshow moderiert, da kam immer bei Wissenschaftlern, die ich vorgeschlagen habe, Mensch, den und den, oder die könnten wir einladen. Ja, ist diese Person gesichtsbekannt? Dann sagte ich, für welche Körperteile denn noch? Warum trauen wir nicht unseren Medien auch zu, Menschen, die was zu erzählen haben, Raum zu geben? Und danke auch Elisabeth und Maria für diese großartige Arbeit mit der Studie zu, wie oft kommen die beiden größten Lebensgefahren für uns alle in den Medien vor, in Sendeminuten, in absoluten Zahlen. 0,2% zur Biodiversität, 1,8% zu Klima. Und wir haben das Gefühl, wir reden da ständig drüber. Nein. In den Sendeminuten ist es immer noch völlig unterrepräsentiert. Lieber ein Krimi, da weiß man, wer der Böse ist. Und deswegen, wir sind der Meteorit. Und damit das Ganze nicht zu traurig wird, ich durfte Jared Diamond, der Kollaps geschrieben hat und über den Untergang von Kulturen viele, viele Dinge gedacht hat, unter einem Saurier-Skelett interviewen. Und ich liebe diesen Cartoon. Das ist ein Dinosaurier, der nicht an Asteroiden geglaubt hat, das ist einer, der daran geglaubt hat, im Ergebnis ist es egal. Und wenn man sich einmal klar macht, wann sterben Arten aus, wenn 3 Dinge gegeben sind, nämlich das Klima verändert sich, zweitens, es kommen neue Infektionskrankheiten und drittens, die Art ist unfähig, sich anzupassen. Habt ihr mitgezählt? Alle 3 Bedingungen sind für uns Menschen bam, bam, bam erfüllt. Sind wir wirklich zu bescheuert, unser eigenes Aussterben zu verhindern? Das sollte uns doch nicht ruhen lassen als die intelligenteste Art auf diesem Planeten. Und deswegen, wenn wir darüber reden, was haben wir gemeinsam? Rede, welche Lösungen gibt es und welche politischen Rahmenbedingungen brauchen jetzt Unterstützung? Und genau das tun wir. Du hast die großartige Gabe, die Landessprache zu sprechen in Bayern. Du bist im Allgäu aufgewachsen und dein Vater hat für Fendt Traktoren verkauft. Und damit kriegst du praktisch jeden, oder? Ja, im Prinzip schon die Landbevölkerung auf alle Fälle. Ich habe früher für Fendt Traktoren getestet, also Prototypen.
Machen Ökologen ziemlich selten sowas, aber ich habe das gemacht, weil ich einfach aus Markt Oberdorf, Werbeblock komme und da eben Fendt ist. Ne? Und die halbe Familie arbeitet dort. Wenn sie nicht gerade Bauern sind, arbeiten sie bei Fendt, die meisten Leute. Und das ist der Zugang, überhaupt Ahnung von den Traktoren zu haben als Beispiel, dass man überhaupt mit Leuten auf Augenhöhe auch wirklich sprechen kann. Akzeptiert das jemand, der auch mehr weiß als nur komische Insekten, was mein Thema ist eigentlich, ne? Der Spinner mit den Insekten am Anfang, aber auch andere Dinge wie Technik, Landwirtschaft. Und ich habe Landwirtschaft studiert. Welche Werte können das sein, mit denen man ganz anders in Gespräche einsteigt als das müssen wir machen und diese Studie und so weiter? Das sind Gespräche über Gesundheit. Wer von euch möchte gerne gesund sein? Ich mache mal kurz einen Check, ob wir was gemeinsam haben. Super. Wer von euch hat Kinder? Wer mag seine Kinder? Ja, da gibt es so ein kurzes Zögern, aber es gibt ein ungeschriebenes Menschheitsgesetz, dass es die nächste Generation besser haben soll als man selbst. Für meine Boomer-Generation galt das 60 Jahre lang. Für die nächste Generation nicht mehr. Und diesem Schmerz müssen wir uns stellen. Und Luisa Neubauer hat das sehr schön in einem Interview gesagt, erst alles kaputt machen und dann beim Aufräumen nicht helfen, das haben wir im Kindergarten anders gelernt. Und deswegen ist es auch falsch, das einfach der nächsten Generation aufzuhalsen, sondern wir alle müssen Teil der Lösung werden. Noch ein gemeinsamer Wert, Glauben. Wie kriegt man die Konservativen? Maria, du hast dieses super Interview im Spiegel gemacht. Genau dazu. Josef, du redest auch mit Menschen, die nah dran sind an der Erde, im wahrsten Sinne. Laudato Si, die evangelische Kirche, Heinrich-Bedford-Strom, Weltkirche, all das sind super wichtige Verbündete, um Gruppen zu erreichen, die nicht alle linksgrün versifft sind. Da müssen wir hin. Und alle Religionen haben im Kern diesen Gedanken, Bewahrung der Schöpfung. Wir haben ein Geschenk. Wir werden daran gemessen, in welchem Zustand wir es weitergeben. Und da kommt man in andere Gespräche. Heimat, wer von euch möchte gerne da, wo er aufgewachsen ist, auch bleiben, wenn er möchte? Ja? Ein Drittel der Weltbevölkerung hat dieses Privileg in diesem Jahrhundert nicht mehr. Sicherheit. Wer möchte auch für sich selbst und die Kinder keine Kriege um Wasser, um fruchtbaren Boden, um Grundnahrungsmittel? Wir sind immer nur 3 Mahlzeiten vom Zusammenbruch der Zivilisation entfernt. Lass uns das nicht vergessen. Wir sind hier in einem extremst privilegierten Raum und deswegen danke dafür, dass du bei dieser Konferenz als einer der deutschen VertreterInnen mitgekämpft hast, denn das war wie Paris 2015 ein Durchbruch. Und das ist ja nicht leicht. So sieht das da vorher aus. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, oder? Genau, würde man sagen, ja. Also man muss ein ziemliches Maß an Geduld mitbringen, da mitzumachen. Das waren die Verhandlungen in Montreal gewesen, Dezember 22, wo am Ende das Global Biodiversity Framework rausgekommen war. Ich war jetzt nicht Delegationsmitglied, sondern Mitglied einer wissenschaftlichen Delegation, die im Hintergrund regelmäßig auf Anfrage sofort reagierte, wenn Fragen aus der Diskussion kamen, also von den Delegierten. Das heißt, man ist auf Standby, macht vielleicht eine halbe Stunde, Stunde gar nichts und dann plötzlich hast du Informationen zum Rückgang der Amphibien in Mexiko in den letzten 20 Jahren in den nächsten 10 Minuten. Dann muss man loslegen und Sachen liefern. So funktioniert es, um dann, soll man sagen, Fakten in die Diskussion reinzubringen. Und da warst du schon in Kuala Lumpur in Malaysia, da ging es um Pestizide. Wir haben das vorhin im Gespräch kurz gehört. Das ist ein massiver Interessenkonflikt. In den USA sind gerade Milliarden an Ernte vernichtet worden. Die Fledermäuse waren weg, Insekten nehmen zu, dann hauen die Farmer 30% mehr Pestizide drauf. Und was passiert? Die Säuglingssterblichkeit steigt plötzlich. Diese Dinge hängen ganz, ganz eng zusammen. Und erstmal denkt man, Pestizide, ihr hattet auch die Industrie mit am Tisch. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, gemeinsame Wege zu finden, ist immer wichtig. Also mit Leuten, mit allen Beteiligten zu sprechen, ist ganz essentiell, sonst kommen wir nicht weiter. Diese Grabenkriege sind einfach nicht weiterführend letztlich. Das war das Assessment zur Bestäubung, was 2016 fertig wurde. Und das waren die Verhandlungen in Kuala Lumpur zum Pestizidtext in dem Fall. Wir hatten Kollegen von Syngenta und von Bayer mit im Team mit dabei. Waren auch wichtige Diskussionen. Und es war essentiell, zum einen, um die verschiedenen Sichtweisen zu haben. Und zum anderen auch natürlich auch, um nach außen darzustellen, wir sind nicht nur so ein Closed Club, der nur seine eigenen Sachen immer macht. Also die linksversifften irgendwas Freaks, die was machen, sondern einfach eine breitere Palette von Interessensvertretern dabei haben. Was hier noch wichtig war, als vorher ein bisschen kam, wir haben uns ja jetzt nicht die Frage gestellt, 0 Pestizide oder 100%, das wird immer so als extrem dargestellt. Wenn wir es schaffen, wie in Montreal vereinbart, 50% Toxizitätsreduktion zu erreichen, wären wir ziemlich gut. Es gibt Kulturen, wo sowas nicht so leicht geht, sehe ich völlig ein, da muss man ein bisschen langsamer vorgehen, aber die Richtung muss stimmen. Und die Ambition ist hoch, mit 50% ist schon sehr hoch. Wie kriegen wir das hin, dass wir verstehen, dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind, sondern Teil von ihr? Ich suche dafür immer starke emotionale Bilder.
In der Medizin ist das der Bronchialbaum. Wenn man den mal auf den Kopf stellt, sieht man sofort, das, was er ausatmet, atmen wir ein und umgekehrt. Wie spüren wir wieder diese Verbindung mit allem, was da ist? Ein Fingerabdruck, ein halber Baum. Diese Bilder nutzen wir oft in der Wissenschaftskommunikation nicht. Und mein Appell wäre, traut euch emotional, traut euch von einem Herzen zu kommen, denn das fehlte ganz, ganz lange in dieser Kommunikation. Wir sind nicht in der Mitte, und das Wort Umwelt ist auch bescheuert, weil es suggeriert, es gibt eine Umwelt um uns herum. Wir haben Mitwelt. Oder wer von euch hat Umbewohner zu Hause? Wenn wir verstehen, dass alles, was wir essen, und ich als Städter, meine Frau ist vom Land, ist da viel näher mit aufgewachsen, aber ich als Städter habe mir lange nicht klar gemacht, dass alles, was wir im Supermarkt kaufen, nicht da gewachsen ist, sondern immer darauf angewiesen ist, was wir heute für ein tolles Frühstück hatten. Wenn es keine Bestäuber gibt, ein Spezialthema, dann ist alles weg, was uns wichtig ist. Auch übrigens Baumwolle beruht auf Bestäubung. Gut, dass der Tisch da ist. Das Einzige, was übrig bleibt, ist Honig, weil es die Honigbiene schafft. Kurzer Funfact: Was würde ein Glas Honig kosten, wenn die Biene Mindestlohn bekommt? Schätzung? 300.000 €. Ein Glas Mindestlohn. Ja? Das sind die Leistungen, die uns die Natur schenkt, solange wir sie lassen. In der Kommunikation ganz wichtig: Die Mehrheit weiß oft nicht, dass sie die Mehrheit ist. Deswegen freue ich mich auch, Philipp Welte und andere hier vom Boda Verlag zu haben. Lasst uns aufhören, jedem, der lauthals gegen irgendwas ist, ein Mikrofon unter die Nase zu halten. Das verzerrt komplett. Frauke, wir haben uns gestern darüber unterhalten. Was regt uns gerade in den Medien auf und was ist wirklich relevant? 1,7 Millionen Menschen sind in Bayern aufgestanden, um zu sagen, hey, Artenschutz ist uns wichtig. Diese Mehrheiten kommen in den Medien viel zu wenig vor. Und Josef, wir reden über Insekten, aber wir reden zu wenig auch über das, was im Meer passiert. Sollte wirklich das Seepferdchen unseren Scheiß wegräumen müssen? 2 Sekunden im Ohr, 200 Jahre im Meer. Und deswegen machen regulatorische Dinge, die Plastik senken, Sinn. Das ist unfassbar schön. Bernhard, kannst du einmal einspielen, wie Ameisen klingen für Josef? Das sind Ameisen. Und jetzt bitte ein Korallenriff, was lebt. Da hört man dieses ganze prickelnde, sinnliche. Man hört oben den Ozean rauschen. Und das nächste, bitte einmal den toten Korallenriff-Sound. Da ist nur noch da oben dieses Wasser. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, aber ein Sound sagt mehr als 1000 Bilder. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir viele Vorträge haben, die genau diese Sinnesqualität auch hier mit reinholen und natürlich auch die Musik und den Gesang von Lisa. Diese Ameisenkommunikation gibt es auch bei uns vor der Haustür, bei einer komplexen Interaktion von Faltern, wie sie hier sind, und Ameisen. Da gibt es Bläulinge bei uns, wo die Ameisen und die Bläulinge akustisch kommunizieren. Das heißt, die Bläulinge nutzen die Ameisen aus, unter anderem mit akustischen Signalen, nur so als kleine Randnotiz aus dem Detail fachlicher Art. Ja, und Schmetterlinge bauen dann eine akustische Tarnkappe gegen die Fledermaus. Also je tiefer man da einsteckt, desto mehr kann man wirklich nur staunen. Und es ist ökonomisch unfassbar wertvoll, was da die Natur liefert. 250 bis 600 Milliarden. Wir haben gerade gehört vom Money-Making-Guy, Herrn Tallinger. Wir fragen immer, was kostet was? Wir fragen aber nicht, was kostet es uns weiterzumachen wie bisher? Und deswegen freue ich mich auch auf Martin und die Landbanking Group. Ganz kurz ergänzend noch, diese Zahlen sind 2015, sind heutzutage etwas höher noch. Das Wesentliche ist, 200 Milliarden sind die Gratisleistungen, die wir nehmen. 600 wären die wir aufwenden müssten, wenn wir die Arbeitskosten ersetzen müssten von den Leuten, die von Hand bestäuben. Und da sind zum Beispiel die Kosten für Gesundheitsbehandlung durch Pandemien oder eben auch durch antibiotikaresistente Keime noch gar nicht mitgerechnet. Und ich fand das wohl bei Söder auch lustig mit dem Alarm. Immer wieder liest man diese Studien, ist kurz so alarmiert und dann gewöhnt man sich wieder dran. Habt ihr das wohl auch gemerkt? Man ist kurz irritiert und dann, ach ja, ist halt Notfall. Das darf nicht passieren, deswegen müssen wir anders kommunizieren. Das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Der sicherste Weg, unseren Wohlstand abzuschaffen, ist, an ihm festzuhalten. Und das ist paradox und das müssen wir verstehen.
Wenn wir weitermachen wie bisher, ist nicht ein paar Prozente Wirtschaftswachstum oder Inflation unser Problem, sondern mindestens 20% in den nächsten 25 Jahren gehen nur drauf für das Bekämpfen von Extremwetterereignissen. Josef, letztes dickes Brett der Gleich European... vorweg, das ist DLD Women umgekehrt, ne? Eine reine Männershow. Also da kommen 2 Bilder dieser Art, wo nur Männer drauf sind. Dafür kann ich nichts. Also ich bin einfach mit dabei und die anderen sind halt da. Nur so. Ja, aber dafür muss man dich auch wirklich anerkennen. Du gehst aus der Wissenschaft hin, da wo es weh tut, nämlich du redest face-to-face mit Parlamentariern. Warum war dieses Nature Restoration Law so entscheidend? Es war entscheidend, zum einen, um unsere Glaubwürdigkeit überhaupt zu bewahren als Nation, da wir ja in Montreal die wesentlichen Rahmenbedingungen schon verabschiedet hatten und damit auf EU-Ebene im Restoration Law vieles auch umsetzen können. Die Zahlen sind ein bisschen variabel, aber der Trend ist genau der wichtige. Deshalb war es essentiell, das zu machen aus den Gründen. Das ist also mehr Verfahrensgrund. Der Grund, das gemacht zu haben in Montreal, besteht darin, dass wir auch versuchen, die Natur so entwickeln letztlich auch, dass sie uns möglichst viel nützt und so gleich erhalten bleibt. Und du gehst auch dahin, wo es weh tut, dem Wild verpflichtet. Das ist der Niederösterreichische Jagdverband. Und du hast es geschafft, dieser Mensch... Sehr enthusiastisch, ne? Ja. Aber du warst da. Und durch dein Zutun war auch das allererste Mal auf diesem Podium ein grüner Politiker. Hatte der keinen Schiss, dass da Waffen im Raum waren? Nee, also es war nicht mein Zutun, aber es war das erste Mal, dass es passierte. Es war ein Highlight für die Jäger und in dem Fall gewesen, dass von den Grünen jemand auf dem Podium saß und Herr Pröll, der rechtsaußen ehemaliger Landwirtschaftsminister von Österreich war ganz stolz darauf. Das fand ich irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber immerhin ist es passiert. Und mit einer Stimme ist dieses Gesetz, was uns wirklich bei 80% zerstörten Böden in Europa so wichtig werden kann, durchgegangen. Herzlichen Dank an alle hier im Raum, die daran mitgearbeitet haben und auch an Josef. Ich fasse zusammen. Ein letzter Gedanke dazu. Wenn ihr einen Gedanken mitnehmen wollt, sucht euch einen aus. How to communicate inconvenient truth, rede über gemeinsame Werte, zum Beispiel Gesundheit. Was genau macht dir Sorgen? Was genau können wir tun? Wo sind die Lösungen? Was sind die politischen Hebel? Und wen kennst du, der wen kennt? Zum Beispiel, letzte Anekdote für einen Herzabdruck. Warum ging in Indonesien, wo du warst, plötzlich ein Pestizidgesetz durch? Im Prinzip war die Strategie die, dass der Wissenschaftler sich ein bisschen zurücknimmt, seine Informationen über mehrere Ecken durch Whispering an den Entscheidungsträger, den Minister bringt, der als seines verkaufen kann. Was zur Folge hatte, dass in diesem Bereich, im Reisanbau, entsprechend Reduktion von Pestiziden stattfanden. Jeder kennt wen, der wen kennt, und dafür sind wir heute hier. Wir sehen uns den ganzen Tag und ich freue mich auf die Abschlusskeynote und morgen Unternehmergespräch. Danke!